In diesem Video erfahrt ihr mehr über die inneren Schichten der Erde und wie es dort aussehen könnte. Denn bis zum Erdmittelpunkt sind es ca. 6000 Kilometer. Die bisher tiefste Bohrung geht nur bis in 12 Kilometer Tiefe. Was steckt also unter der Kruste? Sowjetische Wissenschaftler haben 1970 dieses 12 Kilometer tiefe Loch gebohrt. Es befindet sich auf der russischen Halbinsel Kola. Es gibt sogar Gerüchte, dass ungewöhnliche Geräusche aus dem Loch kamen. Bewiesen ist es allerdings noch nicht. Man vermutet aber seismische Aktivitäten als Gründe. Ja, aber warum hat man nicht tiefer gebohrt? Der Grund war einfach, dass je tiefer man bohrt, desto höher die Temperaturen sind und deshalb hat man die Bohrungen abgebrochen. 12 Kilometer im Vergleich zu 6000 Kilometer Tiefe ist natürlich sehr, sehr wenig. Schauen wir uns doch mal die Übersicht an. Und zwar haben wir hier die Erdkruste einmal, dann kommt der Erdmantel, dann kommt der äußere Kern und dann kommt der innere Kern bei 6370 Kilometer Tiefe in circa bei bis zu 6000 Grad Celsius. Das sind unglaubliche Temperaturen. Kein Mensch kann jemals in die Tiefe eindringen. Zumindest ist das sehr unwahrscheinlich. Es gibt aktuell nichts, was in die Tiefe eindringen kann, was der hohen Hitze standhält. Aber zumindest ist es nicht so heiß wie in der Sonne. Dort herrschen bis zu 15 Millionen Grad. Aber die brennende Frage ist immer noch, wie sieht es denn da unten überhaupt aus? Gibt es vielleicht viele, viele schöne, große Lavaseen mit unglaublichen Temperaturen? Oder gibt es vielleicht sogar ganz eigene Welten unter unserer Welt? Ganz bizarre Formen und Farben. Eine Welt in ständiger Dynamik, hoher Temperatur und Druckeinflüsse. Jeden Tag lebt die Menschheit auf einen riesigen großen Ball mit einer unglaublich großen Hitze. Wie die Sonne ist das auch ein großer Bestandteil für unser Überleben. Und trotz dieser Hitze gibt es auch kalte Orte auf unserer Erde. Denn trotz dieser Hitze der Sterne und Planeten ist das Universum unglaublich kalt. Kann es also wirklich sein, dass sich unter uns ein riesiger Hohlraum befindet mit einer unglaublich großen Hitze und wir vielleicht eines Tages und irgendwann mit einem Gefährt zum Erdkern vordringen können und die Schönheit im Inneren bewundern? Doch wie viele von euch anders denken, es kommt ganz anders. Es gibt keine Hohlräume im Inneren der Erde, laut den Wissenschaftlern. Der Grund liegt anscheinend darin, dass der Druck so hoch ist, dass alles im Inneren aus extrem heißer Flüssigkeit besteht. Es wird also nicht so wie im Roman von Jules Verne die Reise zum Mittelpunkt der Erde sein. Zumindest haben das die Wissenschaftler dementiert, denn mit jedem Meter, wo wir weiter bis zum Erdkern vordringen, steigt die Temperatur und der Druck. Der Druck im Inneren ist so hoch, dass sich die chemischen Eigenschaften schnell verändern, zum Beispiel von Graphit zu Diamant und viele andere neue Stoffe, die vielleicht die Wissenschaftler noch gar nicht kennen. Unter solch hohem Druck und Temperatur
gibt es sogar neue Aggregatzustände. Ich muss euch also hier leider enttäuschen, dass es sowas wie im Roman von Jules Verne nicht gibt. Aber vielleicht gibt es ja doch noch ein klein wenig Hoffnung. Kommen wir noch zu einem weiteren Thema, und zwar ob weitere Bohrungen geplant sind. Leider gibt es auch hier keine besonders guten Nachrichten, denn nach aktuellem Stand 2021 gibt es auch hier keine weiteren bzw. tieferen Bohrungen in Richtung Erdkern. Es gibt aber viele wissenschaftliche Experimente in Richtung Simulationen, das heißt keine realen Experimente. Allerdings je näher man in den innersten Schichten eine Simulation startet, wird das Wissen um die Eigenschaften der dort vorherrschenden Umgebung immer dünner und damit auch die Ergebnisse der Untersuchungen. Die Vorstellung ist einfach unglaublich, dass wir wahrscheinlich in den nächsten tausenden Jahren früher zum Mars fliegen werden, aber niemals wirklich zum Erdkern durchdringen könnten. Aber um ehrlich zu sein, das ist wohl auch gut so. Der Kern ist wohl immerhin das Erz der Erde und man sollte es nicht in Gefahr bringen. Denn es laufen viele Prozesse im Erdinneren ab. Zum Beispiel gibt es die Theorie, die nennt sich Dynamotheorie. Das heißt, Bewegungen finden im Inneren statt, im Erdkern. Und diese nennen sich Konvektionsströmungen. Und letztendlich wird so das Erdmagnetfeld der Erde gebildet und schützt uns so vor den Partikeln des Sonnenwinds. Letztendlich sind es doch alles nur Theorien. Kein Wissenschaftler war jemals im Erdmittelpunkt. Gibt es also vielleicht doch noch irgendwie Hoffnung, dass es irgendwelche Hohlräume im Erdinneren gibt? Also es ist wirklich sehr unwahrscheinlich durch die hohen Temperaturen und dem hohen Druck. Aber vielleicht haben wir Glück und es wird viele Kristalle, Materialien, die wir nicht kennen, geben, vielleicht sogar ein paar kleine Hohlräume, ein paar Strukturen, bergartige Strukturen. Vielleicht gibt es hier irgendwo im Erdinneren und vielleicht gibt es dazu auch eine plausible Erklärung, die wir jetzt vielleicht einfach noch nicht kennen und wir werden vielleicht doch eines Tages in einen kleinen Hohlraum blicken können. Wir sind auf jeden Fall gespannt und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.